Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute, wie versprochen, gucken wir uns endlich die KISS Alive an. Und zwar habe ich ja zwei Versionen, die Picture Disc und diese Cornetto Splatter, wie auch immer die sich da nennt. Und man bekommt ja immer, wenn man die bestellt, ein T-Shirt, ein Pulli oder irgendwas dazu, damit man auch ganz viel Geld bei KISS online lässt. Ich hasse dieses Konzept, weil der Pulli geht mal, aber was mir schon wieder nicht gefällt, das ist so ein Vintage-Scheiß. Also der hat wieder so einen ausgewaschenen Style und ich bin überhaupt nicht der Typ von diesem ausgewaschenen Kram. Ich mag es, wenn ein Pulli richtig schwarz ist und dann ein weißes KISS-Logo drauf, finde ich viel geiler. Der Pulli geht, den werde ich so zum Rumdümpeln tragen, obwohl das Ding ja irgendwie, glaube ich, 70, 80 Euro kostet, wenn man den kauft, würde ich nie ausgeben. Allerdings ist das Ding vorne gestickt. Ich habe jetzt einen L, einen XL, der L war mir fast zu klein. Ich bin früher so der Typ M gewesen, jetzt habe ich ein bisschen zugelegt und jetzt bin ich eher so der Typ L, anscheinend mittlerweile der Typ XL, weil den L-Pulli passe ich nicht mehr rein. Wir haben hier eine Armbedruckung, ich zeige das einmal mal für die Leute, die es interessiert, was man dazu bekommt. Geht natürlich gleich auch noch um Vinyl hier auf meinem Kanal. Und dann habt ihr hinten einen großen Druck mit KISS Alive. Also das Ganze sieht eigentlich ganz geil aus, ich mag den Pulli. Aber ich mag halt einfach nicht, dass er so ausgewaschen ist. Also so sehen Pullis bei mir nach 25 Jahren aus, weil ich meine Sachen immer sehr pflege. Manchmal mache ich sogar noch schwarze Farbe mit in die Waschmaschine, damit das wieder gut aussieht, wenn es geile T-Shirts sind. Auf dem Ärmel haben wir dann auch noch Alive gedruckt und vorne ist irgendwie, glaube ich, sogar noch mal, was wahrscheinlich auch diesen ganzen Preis in die Höhe treibt, 50th, irgendwie so, also 50 ist, ich krieg's nicht mal in Deutsch hin, 50 Jahre KISS Alive, so jetzt haben wir es, Release September 10. 1975, da war ich, ja, knapp über ein Jahr, also krass, ist ewig her, das Album hat KISS im Prinzip den Durchbruch gebracht. Ich muss gestehen, für mich ist der Hype um das Live-Album nicht ganz so doll von mir persönlich, weil ich halt auch nicht so dieser Live-Alben-Typ bin. Ja, deswegen ist ein gutes Album, ja, coole Live-Scheibe, muss man sagen, aber ich höre das jetzt nicht so oft, da muss ich echt sagen. Es ist halt einfach ein Live-Album, was gut ist, so muss man halt sagen. Also klar, hat den Durchbruch gebracht, aber ich bin Fan von richtigen aufgenommenen Alben. Schauen wir uns das Ganze aber trotzdem an. Ich muss auch gestehen, ich bin auch kein Fan von dem Cover. Ich mochte Alive 2, das Cover zum Beispiel, wesentlich mehr. Aber das Ding hier sieht trotzdem cool aus. Wir haben hier die Premium White and Gold Cornetto with Black Splatter Vinyl Edition, Gold Foil Anniversary Jacket, Gold Metallic Ink Labels, Original Booklet, New Poster of Iconic Fan Banner und Limited zu, also 3000 Stück weltweit. Ich hole es mal aus der Folie raus, weil das Ding ist wirklich echt schön, das muss man sagen. Wir haben hier das Ding im matten, ja, in einer matten Cover-Variante und oben das Alive ist in Gold Foil-Folie aufgedruckt, sehr schön. Genau wie hinten, da sieht es auch, das glitzert auch schon. 1, 2, 3, 4, die Alben sind auch in Gold abgedruckt. Das ist auch sehr nett gemacht. Ja, das Iconic Banner. Schreibt mir mal in die Kommentare, findet ihr das auch so iconic? Also ich muss gestehen, die Jungs sind jetzt nicht gerade 3 und 4 Jahre alt. Dafür ist es echt hässlich gezeichnet gewesen. Muss man mal so sagen. Und was zum Geier bedeuten diese Zeichen? Ich weiß es bis heute nicht. Vielleicht sagt der eine oder andere jetzt, Gott, ist der blöd, das ist das und das. Was ist das? Ich kann es nicht nachvollziehen. Für mich hat das nichts mit KISS zu tun. Ich weiß es nicht. Vielleicht schreibt es ihr mir in die Kommentare und öffnet mir nach den 52 Jahre, doch 50 Jahre, ja klar, also 50 Jahre Anniversary, aber wir sind schon drüber. Nach den 50 Jahren öffnet ihr mir die Augen und erklärt mir, was das für ein Zeichen ist. Gut, so lange kenne ich das Album noch nicht, aber so lange gibt es das Album schon. Wir öffnen das Ganze, dann seht ihr hier schon so 1, 2 Sachen drin rumfliegen. Die nehme ich erstmal zur Seite. Und dann haben wir hier die Notes und das More KISS auch in Gold gedruckt, leider nicht in Foil-Variante. Hätte mich noch gefreut, wenn sie das auch gemacht hätten. Aber das Ganze, ja, ist auch natürlich ein bisschen anders dargestellt, sieht cool aus. Ansonsten von der Sache her identisch wie in der normalen Alive. Bevor wir uns das Vinyl angucken, gucken wir uns aber die Goodies an, weil dieses Booklet kommt in so ein
Ihr seht es schon, Metallic Foil daher. Das sieht auch richtig gut aus, wie ich finde. Toll gemacht. Auch hinten der Live-Shot glitzert richtig schön. Schön Metallic. Und dann haben wir natürlich das Booklet da drin. Sehr, sehr nett. Nochmal eine Reproduction von diesem Ding. Cooles Teil. Habe ich auch als Originalvariante natürlich. Aber diese Foil-Variante hier sieht auch schon echt gut aus. Kommen wir zu dem Iconic Banner. Das Ganze kommt auch als Poster und das Ganze kommt als Foil-Variante. Auch das finde ich wirklich gut. Ich hätte mich eher über einen Live-Shot von KISS gefreut, aber wir bekommen hier dieses komische gezeichnete Bild, was die Jungs da hochhalten. Also ich sag's mal, wie es ist. Ich würde mir das nicht an die Wand hängen, weil ich finde es nach all den Jahren immer noch nicht gut gezeichnet. Das ist, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Also ich finde es nicht so iconic, wie es gemacht wird. Und dann haben wir natürlich den Inhalt und den holen wir jetzt mal raus. Da haben wir nämlich wunderschöne goldene, weiße, schwarz durchzogene Splatter-Vinylscheiben mit einem goldenen Label. Und die finde ich wirklich stark, muss ich sagen. Die sehen schön aus. Ich mag diese Varianten fast lieber als die Picture Disc Varianten. Ist sehr, sehr nice, sieht cool aus. Kommt in einer Anti-Statik-Hülle in schwarz. Das ist auch sehr cool. Und eine Sache muss ich noch zeigen. Hier drin, das Ganze ist auch, ich hoffe ihr seht es, mit goldener Innenpappe. Also auch da wurde wirklich, sich nicht lumpen lassen. Die haben da auch noch mal schön eine goldene Pappe genommen, um das Cover zu machen. Finde ich auch wirklich nett. Gucken wir uns die erste Scheibe noch an. Die fällt natürlich wieder ein bisschen anders vom Splatter aus. Auch sehr cool. Besonders hier sieht die andere Seite wirklich komplett anders aus. Der Part hier hat fast gar kein Schwarz drin unten. Aber richtig cooles Ding. Ich finde es mega gut. Mir gefällt die Variante so, wie sie ist. Schickes Vinyl. Hier ein bisschen schlecht verarbeitet. Da sind Blasen unter der Geschichte, wo das halt zusammengepresst wird. Aber trotzdem, was will ich hier meckern? Es ist ein Album, das ich eigentlich sowieso niemals auflegen werde. Da wird nie eine Nadel das Vinyl berühren, weil das ist für mich ein Sammlergegenstand, nichts anderes. Ich habe genug Alive-Varianten, die ich auflegen kann. Warum sollte ich diese teure, tolle Variante zerstören, indem mir irgendwie vielleicht die Nadel abrutscht oder irgendwas und ich mache einen Kratzer rein? Das Ding bleibt unberührt von einer Nadel und wird in meine Sammlung gestellt. Ich packe das Ding kurz wieder in die Hülle und dann schauen wir uns natürlich die Picture Disc an. Jo, und das ist die Picture Disc. Auch da kommt eine Deluxe Picture Disc Edition mit Foil Wrapped Jacket with Gold Metallic Ink. Dann Enhanced Booklet with Foil Front and Back Cover, New Double-Sided Poster mit dem ikonischen Fanbanner und einem Alternate Cover Foto von dem Live-Shot vorne. Super Limited, 1000 Stück, nicht mehr 500. Dadurch mittlerweile ein bisschen besser zu bekommen. Die ganzen Scalper haben nicht mehr ganz so die Chance, einem alles wegzukaufen, was ich auch gut finde. Von mir aus können sie auf 2000 limitieren, weil es geht mir auf den Sack, dass diese ganzen Leute profitieren davon, dass sie einem das wegkaufen. Das sind alles keine KISS-Fans, sondern irgendwelche eBay-Verkäufer, die sich da eine goldene Nase verdienen oder Vinylhändler. Ja, deswegen gut, dass die Limitierung hochgeschraubt wird. Ich hoffe, das wird noch mehr gemacht. Ja, worldwide natürlich auf 1000 Stück. Jetzt kommt der Part, der mir nicht so gefällt. Das Ganze kommt, und das kann ich euch leider nicht zeigen, vielleicht seht ihr es ein bisschen. Das Ganze ist so metallic durchzogen, aber es ist so eine gummierte Oberfläche. Ihr kennt ja alle bestimmt in den Buchläden diese neuen Bücher, die ja mittlerweile alle diese gummierten Cover haben. Ich habe das schon mal gesagt, ich habe tierisch Angst, dass diese Platten in 10 Jahren total kleben und man die nicht mehr aus der Hülle bekommt, weil auf meiner Arbeit habe ich einen PC, der aus diesem Material beschichtet ist und den kann ich kaum noch anfassen. Der klebt wie SCHE, ihr wisst, welches Wort ich suche. Also es ist katastrophal und ich habe ein bisschen Angst, dass das
in die Hose gehen könnte. Wir werden es sehen, wenn das irgendwann soweit kommt, werde ich darüber berichten, wenn es dann in 10 Jahren den Kanal noch gibt. Vielleicht passiert es auch schon in 3 Jahren, man weiß es nicht. Ich habe schon ein paar, die so sind. Bisher sind sie alle noch okay. Bin sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall, es sieht toll aus. Es glitzert so ein bisschen. Es ist ein wirklich wunderschönes Cover. Man kann es auf dem Video leider nicht so rüberbringen. Man muss es in der Hand halten, und um das zu sehen. Ja, an der Seite steht hier Kiss Alive. Ich hoffe, ich kriege es scharf. Einmal dick drauf und hinten das Bild wieder mit dem Banner. Auch das alles so ein bisschen metallic hinten, das Foto. Oben dann nicht, oben ist matt, aber sehr, sehr cool gemacht. Auch innen drin haben wir dieses etwas gummierte, auch aber kein Metallic oder irgendwas, sondern ja doch, es ist auch wieder dieses leichte Metallic zu sehen, aber jetzt keine Metallic goldenen Logos leider wie bei dem anderen. Das hätte mich auch noch gefreut. Sieht trotzdem richtig gut aus. Wir haben das Booklet in Metallic Foil dabei, brauchen wir uns nicht nochmal angucken, ist identisch wie in der anderen Ausgabe. Aber wir haben das Poster, und das Poster ist natürlich hier definitiv das Highlight mit, weil wir bekommen das Banner auf der einen Seite, brauchen wir uns nicht angucken, haben wir gerade gesehen, und wir bekommen diesen tollen, hochglänzenden Live-Shot von dem Alive Cover Shoot. Und das sieht wirklich richtig gut aus, und genau das ist, was ich meine. So ein Poster gibt mir viel, viel mehr als dieses hässlich gemalte Banner. Das brauche ich nicht. Das ist vielleicht für die 3 Typen toll, die das Ding damals gemalt haben, und die sagen sich vielleicht, wie geil unser Banner ist jetzt in der Schallplatte als Riesenposter. Ich möchte aber sowas, weil das ist für mich was Geniales. Ich habe auch mal ein Bild von Omf gemalt, vom Breathtaker, als großes Türposter. Also das feiere ich, aber das feiert kein anderer. Also kein Omf-Fan wird sagen, ey geil, da ist jetzt das Bild von dem Typen, der das gemalt hat, drin. Deswegen das hier wesentlich cooler, aber ja, coole Variante, dass es doppelt gedruckt ist. Schauen wir uns aber die Live-Scheiben an. Was ich hier ein bisschen blöd finde, man erkennt überhaupt nicht, was Scheibe A, B, C, D ist. Da haben wir ein Live-Bild von Peter. Sieht richtig gut aus, wie ich finde. Peter außerdem, um mal kurz fernab von Alive was zu berichten, hat gerade ein Signing gehabt in Amerika, in New York, für seine neue Soloplatte. Da gibt es ein kleines Video bei YouTube, war ganz interessant. Muss man echt sagen, Peter ist alt geworden. Dieser komische Manager von Ace Frehley hält ihn auch die ganze Zeit im Arm. Ich weiß nicht, ob er alleine nicht mehr laufen kann. Macht mich immer traurig, diese Bilder, wenn man irgendwie seine Ikonen sieht, wie sie gestützt werden müssen. Ist schon schwierig. Auf jeden Fall, ja, hier dann Ace, noch schwieriger, leider nicht mehr unter uns. Auch ein sehr cooles Bild von ihm. Gefällt mir richtig gut. Tolle Motive bei dem Picture Disc, muss man echt sagen. Sieht echt nice aus. Schauen wir uns die zweite Scheibe an. Da muss ich leider gestehen, ja, cooles Bild von Gene beim Feuerspucken. Aber leider wieder Gene hier schlecht abgeschnitten, ist ja immer mein Liebling. Das Bild ist nicht ganz so cool. Also es ist ein cooles Bild, aber leider, ja, ist halt Gene beim Feuerspucken. Ich hätte mir ein cooles anderes Bild gewünscht, vielleicht mit Blut oder wie auch immer. Sieht aber trotzdem gut aus. Ich will hier nicht meckern, also es ist Meckern auf hohem Niveau. Und dann haben wir Paul, der hat wieder ein besseres Bild bekommen. So ein Bild hätte ich mir auch irgendwie von Gene gewünscht, dass er irgendwie am Mikro oder irgendwie fies guckt. Das hier von Paul sieht auch sehr, sehr, sehr cool aus. Also das ist auf jeden Fall ein schönes Motiv. Ja, und das war's dann auch schon, was ich hier alles zeigen konnte von diesen beiden Varianten. Habt ihr euch die Varianten auch geholt? Habt ihr sie euch nicht geholt? Es gibt die Boxen ja noch, da werde ich demnächst auch zuschlagen. Allerdings auch meine Geldquelle ist irgendwann erschöpft. Das bedeutet, ich muss die noch ein bisschen schieben, sind aber noch gut erhältlich. Man kriegt ja auch die Destroyer und die Creatures Box, glaube ich, immer noch. Die sind natürlich auch ein bisschen teurer, aber es ist immer noch gut zu bekommen, die Boxen. Man hat noch nicht so die Angst, dass sie bald ausverkauft sind. Und selbst dann, glaube ich, auf dem Zweitmarkt wird man die auch erstmal noch eine Zeit lang zu vernünftigen Preisen bekommen. Und bei den Boxen mache ich mir noch nicht ganz so viel Sorgen, wird aber Anfang nächsten Jahres definitiv auf meiner Wunschliste stehen und ich werde sie mir holen. Die waren jetzt erstmal wichtiger. Dress to Kill habe ich vorbestellt, kommt wahrscheinlich im Januar. Also nicht die Box, sondern die einzelnen Scheiben, Picture Disc und auch Splatter Vinyl, Gold Vinyl, keine Ahnung.
ja, warte ich natürlich auch händeringend drauf. Die sollten im Januar dann endlich kommen. Das hier auf jeden Fall ein Highlight, muss man sagen, gefallen mir gut. Preislich müssen wir da nicht drüber reden, dass 2 identische Kapuzenpullis dabei gepackt werden, ist irgendwo eine Frechheit. Und für mich bleibt es Geldschneiderei. Ich will kein Pulli, ich will eine Platte, aber man wird hier gezwungen, diesen Pulli mitzukaufen. Ich finde es kein schönes Verkaufskonzept. Für die, die es machen, ja, die dahinter stecken und das verkaufen, die haben natürlich, reiben sich die Hände, weil sie verkaufen einen Pulli, den wahrscheinlich sonst, ich sag mal, 99% der Leute, die das Vinyl haben wollen, nicht kaufen würde. Gehe ich mal jetzt stark von aus. Und die das Ding haben wollen, würden sich es wahrscheinlich dann einzeln kaufen. Aber auch $80 oder $70 für einen Pulli, sorry, bin ich auch raus. Da ist meine Grenze erreicht. Ich tue mich schon schwer. Ich will die ganze Zeit von Lorna Shore einen Pulli haben. Und die kosten 49,99 €. Selbst da beiße ich mir schon dreimal auf die Lippe, um das Geld auszugeben. Da hole ich mir lieber ein cooles Vinyl als ein Pulli. Für das Geld. Weil das ist 50 € für einen Pulli, das steht in keinem Verhältnis. Ich bestelle bei EMP und so schon seit, keine Ahnung, ich den ersten Papierkatalog noch ohne Bilder in der Hand hatte. Und da waren das Preise von, ich glaube, 19,99 € für einen Kapuzenpulli. Und heute zahle ich da 100 D-Mark für einen Pulli, das steht irgendwie in keinem Verhältnis mehr. Deswegen kaufe ich immer, wenn es reduziert ist und es Rabatte gibt. Am besten reduziert, dann noch ein Code. Wenn das klappt, alles super, dann bin ich dabei. Wenn mir ein T-Shirt irgendwie für 11,99 € in die Hände fällt, dann freue ich mich immer. So, jetzt bin ich raus, genug gelabert. Ich bin auf eure Kommentare gespannt zu diesem Teil. Und wir werden uns auf jeden Fall nochmal hören vor Weihnachten und vor Silvester. Es gibt noch ein Best-of meiner Alben, die ich dieses Jahr so gekauft habe. Und da will ich nochmal so, ja, zurückblicken, gucken, was habe ich dieses Jahr alles bekommen, was war mein Highlight, auch welche Alben sind vielleicht dieses Jahr erschienen und sind mein Highlight. Und das wird es auf jeden Fall noch geben und ich denke mal vor Weihnachten hören wir uns auch nochmal mit einem kleinen Video. Also bis dahin erstmal, habt ein schönes Wochenende. Lasst ein Abo da, einen Kommentar und natürlich einen Daumen nach oben. Keep on rockin'. Tschüss.